Schaut nur, was es sagt. Es sagt nicht, dass man ein Wort sprechen soll, sondern umgeben sein soll, zu fühlen, als ob. Wenn du umgeben bist, wenn du fühlst, als ob deine Antwort bereits geschehen sei, sei umhüllt. Wenn du die perfekte Beziehung magst in deinem Leben, wenn du die Heilung magst im Körper deiner Lieben, dann fühle das Gefühl, wie es ist, als ob es bereits geschehen sei. Sei umhüllt von dem, was du dir wünschst, denn dann ist dein Gedanke und deine Emotion eins. Du denkst den Gedanken der Heilung deiner Lieben und du fühlst die Liebe dieses Gedankens. Das wird eins. Und das ist die Sprache, die das Feld erkennt. Ergibt das Sinn für euch? Ist das okay? Ihr werdet ein weiteres Beispiel dafür in einem Augenblick sehen. Bittet ohne verborgenen Beweggrund. Das heißt, bittet ohne Be- und Verurteilung. Genau das sagen uns die Buddhisten. Bitte ohne die Be- oder Verurteilung von richtig oder falsch oder gut oder schlecht. Bitte ohne das Ego. Bitte vom Herzen aus. Ist das sinnvoll für euch, hilfreich? Ich möchte euch dann noch ein Beispiel geben, denn sei umgeben, das bedeutet zu fühlen als ob, zu fühlen als ob. Wenn das zu religiös klingt, weil das aus der Bibel kommt, wir haben heute Vormittag über Neville gesprochen, den Philosophen Neville im frühen 20. Jahrhundert, sein Buch Die Macht der Bewusstheit. Er sagt genau das Gleiche. Er sagt, du musst deine Zukunft, deinen zukünftigen Traum zu einer gegenwärtigen Tatsache jetzt machen, indem du das Gefühl deines erfüllten Wunsches annimmst, von dem Punkt ausgehst, als ob es bereits geschehen sei. Und das haben diese Praktizierenden gemacht mit dem Krebstumor. Und ich möchte das ein bisschen ausführen. Als diese Praktizierenden die Frau mit dem Tumor heute Vormittag heilten, haben sie den Krebs nicht verurteilt und gesagt als falsch oder schlecht oder richtig oder gut. Es gab keine Be- oder Verurteilung. Sie haben den Tumor akzeptiert als eine Möglichkeit, als eine von vielen Möglichkeiten, denn in der Quantenwelt sind alle Dinge möglich. Sie haben nicht gesagt, du schlechter Krebs, du musst weggehen, oder wir werden dich operieren oder dich bestrahlen. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben den Krebs akzeptiert, so wie er war, ohne einen verborgenen Beweggrund, ohne Beurteilung. Und sie haben gesagt, und jetzt wählen wir eine neue Realität, indem wir fühlen und das Gefühl annehmen, als ob die Frau bereits geheilt sei. Was sie gemacht haben, war, sie haben das Gefühl gefühlt, als ob die Frau voll geheilt sei, voll fähig, voll ermächtigt, bereits geschehen. Und diesen Chant, dieses Wassa, das ist locker übersetzt, bereits geschehen, bereits geschehen. Und als sie dann May sagten, das heißt jetzt, 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 nicht in einem Jahr, nicht in einem Monat, nicht in 5 Minuten, sondern jetzt, jetzt in der Quantenwelt, jetzt. Und ihr Körper hat reagiert, er muss. Physische Realität muss reagieren auf die Sprache, die sie versteht. In der buddhistischen Tradition sagt man uns die Qualität des Gefühls. Und in der jüdisch-christlichen Tradition, da bekommen wir die Anweisungen, dass wir umgeben sein sollen, dass wir umhüllt sein sollen, wie wir dieses Gefühl erschaffen sollen. Und wenn man das alles zusammenbringt, dann ist das etwas, was in unserem Herzen und nicht im Verstand geschieht. Fühlen
fühlen, als ob das Gebet bereits beantwortet sei, ohne Be- und Verurteilung, ohne Ego, und das Ergebnis fühlen, als ob es bereits geschehen sei. Gibt es hier jemanden, der Kampfsportarten macht, Karate-Experten? Als ich so 20, 30, ein bisschen 40 und 50 war, habe ich die Kampfsportarten betrieben. Habt ihr Kampfsportler gesehen, wenn sie ihren Fokus demonstrieren, indem sie einen Zementblock durchbrechen? Ihr habt das alles schon gesehen. Hier ist das Geheimnis. Das Geheimnis, wie man diesen Block bricht. Wenn der Kampfsportler fokussiert ist auf diesen Block, dann ist das allerletzte, woran er denkt, ist, dass seine Hand auf diesen Block auftrifft. Denn wenn er an das denkt, weiß er, dass es wehtun wird. Sie fokussieren sich also auf das, was nachher passiert, wenn die Hand durch den Block durch ist, als ob es bereits geschehen sei. Sie fokussieren sich an einem Punkt unter dem Block und fühlen das Gefühl, als ob die Hand bereits an diesem Punkt sei. Das ist eine Metapher, ein Äquivalent dafür, was wir mit der Kraft der Emotion machen. Fühlen, als ob die Erfahrung bereits geschehen sei. Als ich die Firmen als Ingenieur verließ, zog ich in die Hochwüste in den Vereinigten Staaten in Neumexiko. Ungefähr 3000 Meter über Meeresspiegel, da wohne ich. Und dort gibt es indigene Völker, Ureinwohner, in den frühen 90er Jahren. In dieser Zeit war dieser Teil unseres Landes betroffen von der schlimmsten Dürre seit 100 Jahren. Es gab keinen Regen in der Zeit. Und ein Indianer, ein Freund von mir, rief mich an eines Tages und sagte, Gregg, möchtest du gern mit mir kommen an einen ganz besonderen Ort, wo meine Vorfahren immer hingehen, seit vielen, vielen Jahren, um Regen zu beten. Möchtest du mitkommen, um Regen zu beten? Mir gefiel die Sprache, die er verwendete. Er sagte, dieser Ort ist besonders, denn die Haut zwischen den Welten ist da sehr dünn. Mir gefällt diese Sprache. Ich traf also meinen Freund und wir gingen an diesen Ort und es war dort ein Steinkreis, ungefähr so wie dieser hier, nicht dieser Ort, aber sehr ähnlich. Ich war nicht vorbereitet auf das, was ich da sah, denn ich dachte, ich würde tanzen, singen, chanten, so indianisches Zeug sehen. Und das passierte überhaupt nicht. Mein Freund setzte sich hin und zog seine alten Schuhe aus und mit bloßen Füßen betrat er den Steinkreis. Er achtete und ehrte seine Vergangenheit. Er sagte die Worte, all meine Vorfahren, all meine Vorfahren, all meine Vorfahren sind jetzt bei mir. Dann schloss er seine Augen und er hielt seine Hände in einem Gebetsmudra so und er wandte mir den Rücken zu für ungefähr 20 Sekunden. Und dann schaute er mich an und sagte, ich habe Hunger, möchtest du gern essen gehen? Und ich sagte, ja. Aber ich dachte, du würdest um Regen beten. Und da schaute er mich an und sagte, nein. Er sagte, wenn ich um Regen bete, dann könnte Regen nie geschehen. Denn der Augenblick, da man für etwas betet, da hat man anerkannt, dass es nicht jetzt hier ist.
Wenn du sagst, lieber Gott, bitte lass Regen da sein, bitte lass Heilung in meinem Leben da sein, bitte lass Frieden in der Welt sein, bitte lass meinen Seelengefährten in mein Leben treten. Wenn man das sagt, dann anerkennt man damit,